Downtown Denver, Colorado. Viel Glück. 107 Grad haben wir auf dem Thermometer. Let's go. Freizeitpark! Irgendwas zwischen 60 und $100 zu investieren, um reinzukommen, um nichts zu fahren. Hallo Menschen. The wildest tour in the wilderness. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. All right, folks. You all have fun with the new vlog. USA, USA Motel, USA Auto, USA Art und Weise damit zu fahren. Willkommen zu einem neuen Tourvideo der Wildest Tour in the Wilderness. Wir sind in Downtown Denver, Colorado und haben ein bisschen Zeit, weil das nächste Ziel ist eine Viertelstunde entfernt. Also gehen wir heute auch richtig klassisch amerikanisch frühstücken in einem Diner. McCoy's heißt das Ganze und da ist unser Motel und hier ist das Diner, aber wir sind natürlich jetzt richtig amerikanisch unterwegs und fahren rüber. Und ja, amerikanische Motel-Frühstücke, wenn es die mal gibt, haben wir euch ja auch gezeigt in den verschiedenen Varianten von richtig gut zu unfassbar brauche ich nicht. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal, wie schlecht kann man eigentlich einparken? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in einem Diner mit euch hier zusammen an. Also wirklich, du bist einfach nur geradeaus von da gefahren. Dann hast du das hier so hinbekommen. Guck mal, das ist auch ein Auto, was so lang ist. Guck mal, wo wir stehen. Was ist denn mit dir? Leute, richtig cool. Wir sitzen jetzt vorne an der Bar, wie man das aus Filmen kennt. Die laufen hier mit den Kaffeekannen die ganze Zeit rum, verteilen den Kaffee. Es gibt Booths, es gibt Tische und es gibt halt die Bar. Ja, ich bin mal gespannt, was hier mich alles erwartet in irgendwas Grande. Mexikanisches Frühstück war die oberste Empfehlung. Und Uschi hat einfach, was hast du da eigentlich? Es soll ein aufgeschnittenes Croissant sein mit Ei, Scrambled Eggs, Hash Browns, Käse drüber, verschiedene Käsesorten und Schinken. Und irgendwo auch Zwiebeln, glaube ich. Viel Glück. Ist das geil, ey. Leute, gefrühstückt, war echt lecker. Also ist viel zu viel, hat auch keiner aufgegessen, aber echt lecker. Der Style von so einem Diner ist total cool, meiner Meinung nach. Das sieht aus wie im Film. Ob die Kaffeekannen, wie sie da rumlaufen, diese Bar vorne. Die haben jetzt nicht vorne an der Bar das Essen zubereitet, das gibt es manchmal auch noch. Wir sind jetzt zu Colorados einzigem Indoor-Freizeitpark gefahren. Malibu Jacks. Malibu Jacks habt ihr auch schon in Videos von uns gesehen. Indoor-Freizeitpark. FEC, Family Entertainment Center. Man kann es auch nicht mehr so ganz lesen, dass das der einzige ist. Einzige Indoor-Park in Colorado. Da vorne ist Home Depot, dazwischen ist dann so eine, ja, wie Bowls bei uns, so eine Mietbude für Maschinen. Und hier vorne Dudes, die aussehen, als ob man die quasi dann anheuern kann, die dann für einen arbeiten kommen oder mithelfen, wenn du jetzt gerade so eine Maschine hier leihst. Also so wirkt das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt eine Achterbahn hier zu fahren, das machen wir jetzt auch. Es ist übrigens normal, dass man
immer wenn man auf den Parkplatz von solchen Einrichtungen kommt, denkt, die haben auf jeden Fall zu. Also das sieht so zu aus. Alles ist halt, die Türen sind immer zu. Oft ist es dann auch dunkel, weil die Türen so Folie drauf haben, das halt schwarz ist da drin. Und du denkst so, okay, jetzt habe ich doch falsch geguckt. Jetzt haben sie doch zu. Aber da drin stehen auch Leute, also wir gehen mal rein. Wir haben den Laden hier betreten und was sehe ich? Auf der Strecke sitzt ein Maintenance-Dude mit Akkuschrauber in der Hand. Aber gerade fertig, der hat ein Antriebsrad gewechselt. Der Abrieb ist teilweise echt crazy. Ich weiß nicht, ob die den falschen Luftdruck hier fahren oder ob das von SPF Visa falsch eingestellt ist. SPF Visa Spinning Coaster, Compact Spinning Coaster, diese neue Generation mit der Zweigurtschiene. Denn Malibu Jacks gibt es erst seit Ende 2025, also noch nicht mal ein Jahr. Es gibt eine große E-Kartbahn hier drin. Die haben die Bumps an der Seite also die sind im Fundament. Da sind Bewährungsstangen irgendwie interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Bumpercars, dann gibt es auf jeden Fall noch eine Bowlinganlage, Schwarzlicht-Minigolf, was aber auch aussieht, als ob du da geröntgt wirst, wenn du da drin bist. Gibt aber auch normales Minigolf, Sandbar and Grill, Boutique Rooms, VIP Lounge, Lasertag. Krass, dann gibt es verschiedene Party-Booths. Es gibt ein Dark Ride, hier diese Triotech XD-Geschichten. Kann man hier auch machen. Und natürlich ganz viele Arcade-Games. Ein Wipeout von SPF Visa, ein Drop Tower von SPF Visa und wie gesagt der Compact Spinning Coaster Kawabanga. Und den wollen wir jetzt auf jeden Fall fahren. Und ich glaube, der hat gerade sogar einen Testrun gemacht, dass wir jetzt fahren können. Dann hast du hier halt diese ganzen Arcade-Games noch. Perfekt, thank you. Bahn ist ready für uns. Kommt direkt einer, sagt Bescheid. Ja, dann müssen wir mal nach vorne, mal gucken, wie wir an Tickets kommen. Und dann fahren wir diese Achterbahn hier. Wup, wup. Dann hast du deine Kinder den ganzen Tag beobachten, wie die da drin spielen, ey. Die Cabanas hier für den Geburtstag, ich weiß aber nicht, was wird man da als Gast in der Mitte angestarrt, weil links und rechts diese Stuhlreihen sind. Was ist das denn? Oder ist das, damit du genug Stühle hast und das individuell zusammenstellen kannst, aber ja, irgendwie schon, ne? Haben wir irgendwas? Rider muss größer sein, sonst was? 6. Brauchen wir 6 Tickets? Malibu Bucks. Wir brauchen 6 Malibu Bucks pro Person. Gut zu wissen. Und dann fahren wir mal in die frisch gemaintete Achterbahn mit der frisch gemainteten. Ach, komm, hör auf. Ja. Leute, Malibu Jacks Funds ab in Denver, Colorado. Richtig cool. Also die Leute voll, das Personal voll lieb und nett. Hier stehen sie echt und warten auf so ein... Ja, dass jemand sagt. Ich heiere dich. Hi. Personal super nett. Dann der Maintenance-Dude hat sich gefreut, als er gerade das Rad direkt gewechselt hat, als wir rein sind. Und dann wurde uns auch Bescheid gesagt, dass jetzt läuft. Und der Dude hat dann in der Zeit, wo wir Tickets gekauft haben, immer noch mit seinem Läppchen die Achterbahn noch sauber gemacht. Das ist alles echt picobello sauber gepflegt. Also stark, wirklich stark. Und cool, dass es das jetzt auch hier gibt. Garden sag ich schon. Malibu Jacks ist ja auch eine Kette, aber trotzdem, ich glaube, da kannst du hier eine gute Zeit haben. So Family Entertainment Center mäßig. Waren bis jetzt alle schön, oder? Wo wir waren. Also jetzt nicht alle so geleckt, aber manche hatten ja auch Teppich. Aber so kann man... Eigenen Teppich. So, 1 Stunde 30 Minuten. Normalerweise 1 Stunde 15 Minuten. Fahren wir nochmal einen SPF Visa Spinning Coaster, weil es so schön war. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch diese neue Generation ist. Der fuhr wirklich teilweise sehr brutal, ist voll in Initiation nochmal reingeknallt und so. Das ist echt unangenehm. Ja, da fahren wir jetzt mal hin und gucken mal, was da geht. 107 Grad haben wir auf dem Thermometer. Let's go.
hatten das ja schon einmal erwähne ich, dass wir ein paar Sachen nicht machen, die eventuell auf dem Weg liegen könnten, wo irgendwie noch eine Achterbahn ist oder irgendein Erlebnis oder so. Und das hat ja alles immer seine Gründe. Wir sind gerade bei der Rocky Mountain Pumpkin Ranch vorbeigekommen. Das ist auch etwas, was bei zum Beispiel Coaster Count gelistet ist, die eine Achterbahn haben. Die konnte man jetzt nicht sehen, weil die wahrscheinlich eingelagert ist. Die ist nämlich dann nur meistens im Oktober da. Es gibt ganz viele Farmen heißt das. Also im Deutschen heißt es, glaube ich, Farmen. Die haben Halloween sage ich schon, so, ja, Erntedankfest im Oktober mäßig und machen dann da so auf ihrem Hof einen kleinen Park, wo es dann Fahrgeschäfte und auch unter anderem Achterbahnen gibt. Das gibt es relativ häufig. Weiß ich nicht, wann wir das auch noch irgendwann mal machen sollen, weil da fährst du ja noch mehr als auf dem Trip jetzt, um die irgendwie abzuklappern, die jetzt wie hier außerhalb sind. Es gibt natürlich auch Regionen, da ist das ein bisschen geballter, da kommen wir auch noch hin. Aber das einmal auch dazu und teilweise haben die dann einfach ein Jahr lang so einen Coaster eingelagert, holen den für einen Monat raus. Es gibt auch Venues, die haben nur bei Special Events und irgendwelchen anderen Festlichkeiten und Festivals ihre Achterbahnen dann da stehen oder auf und im Betrieb. State Fairs zum Beispiel gibt es auch. Die haben da riesige Coaster stehen, wie in zum Beispiel südfrankreichischen Luna Parks. Und die sind dann nur im Sommer in Betrieb oder für 1-2 Monate in Betrieb und den Rest steht das Ding dann. Also es ist dann schwierig, sowas auch mal zu fahren. Wir sind ja auch inzwischen auf so einem Level unterwegs, dass wir irgendwelche kuriosen Sachen raussuchen, wo wir noch nicht waren. Ohne jetzt kuriose Länder rauszusuchen, wo wir noch nicht waren. Aber wenn man halt jetzt nicht nur die großen Parks und die großen Bahnen macht, sondern so einen Kleinkram anfängt, wo man halt viel coole Sachen sieht und jetzt wie gerade auf die Rocky Mountains zufährt, dann gehört das auch dazu. Achso, und vor allem stehen da ja oft auch dann so Bahnen wie jetzt auf dieser Pumpkin Ranch, so ein Dragon, wo man dann von Wisdom Rides, wo man dann auch wieder nicht weiß, ob man da überhaupt mitfahren darf oder nicht. Das kommt halt nochmal dazu, ne? Aber jetzt bei RCDB steht zum Beispiel zur Rocky Mountain Pumpkin Ranch, dass die Attraktionen eingelagert sind, außer von Ende September bis späte Oktober. Krass. Wie du gesagt hast. Aber da steht es dann nochmal. Noch was? Er ist schlau. Care about the world, hadn't heard about it all. You know about the hurt, you know about the fall. We were the restless ones, trying to find a way back home. We were the restless ones, trying to find a way back home. After school at the park, we'd meet around dark, chasing dust devils round the wooden marsh. Cicadas singing a tune. Boah. Ja, Kulisse ist mal wieder krass. Wir sind in einem Compact Spinning Coaster von SPF Pisa unterwegs und sind in Fun City, direkt in den Rocky Mountains, die man theoretisch gerade hinter mir sieht. Man sieht da vorne sogar Schnee. Da sind sie. Und da vorne sieht man sogar noch Schnee auf den Bergen. Wer hätte auf dieser Tour gedacht, dass wir auch noch Schnee sehen werden? Wir haben also jetzt alles dabei. Von 43 Grad und 3 Meter hohen Kakteen bis Schnee ist alles dabei. Das ist krass und das ist ein sehr verrücktes Land. Ja, wir haben jetzt echt
ernsthaft $10 pro Person pro Fahrt bezahlt. Das ist wirklich frech für den The Gold Rush. Aber das weiß man ja vorher nicht unbedingt. Und wenn man jetzt schon mal hier rausgefahren ist, in der Ecke hier waren wir auch schon mal. Da sind wir einen Alpine Coaster gefahren. Den haben wir schon. Da fahren wir jetzt nicht nochmal hin. Die Strecke hier hin ist richtig, richtig cool von Denver aus. Und jetzt haben wir das auf jeden Fall auch geschafft und gehen nochmal nach vorne. Hier gibt es noch so eine riesige Sackrutsche und Towerrutsche. Man kann in so einem großen Ball laufen und Minigolf ist hier ein großes Ding und Kartfahren kann man, glaube ich, auch. So, und das Ganze ist dann durch den Fluss hier irgendwie getrennt. Wir haben bei der Achterbahn geparkt. Wir hätten vorne an der Kasse vielleicht besser parken sollen. Es fisselt auch ein bisschen, aber wir konnten noch fahren. Da haben wir jetzt auf jeden Fall Glück gehabt. Und ja, auch wieder spannend, wie die Bahn hier reingebaut ist. Oh, ich würde 1000 Tode sterben, da zu rutschen. Bruder, das ist ja nix. Was soll das denn? Stabile Wände, sage ich. Stabile Wände. Those days are over, but I got you, yeah. We were the restless ones, trying to find a way back home. We were the restless ones. Danke für nix wieder. Was soll das denn, ey? Hallo? Ich habe schon ziemlich lange grün und die sind alle noch auf der Straße, weil auf den Gehwegen kein Platz ist, um die Menschen unterzubringen. Also aber die bewegen sich halt auch so gar nicht. Wir sind hier in voll der Urlaubstouri-Ecke gelandet. Dementsprechend steht hier alles still, kommt nicht voran und läuft komisch, fährt komisch, muss man immer höllisch aufpassen. Eieieiei. Und ist ja auch wirklich hübsch hier, aber das ist auch wirklich anstrengend dann immer. Auch dran ganz komisch gemachte Straßen. Sonst ist das ja in den USA auch wirklich alles gerade nebeneinander, gerade quer dazu. Und hier ist alles kreuz und quer. Wir fahren jetzt wieder 3 Stunden 50 zum Hotel. Gucken, was wir unterwegs euch noch Spannendes zeigen können. Ein bisschen was kriegen wir bestimmt noch hin. Aber auf dem ganzen Weg jetzt zu unserem morgigen Ziel oder Zielen ist halt nichts. Also was uns irgendwie anspricht, relevant für uns ist. Es zieht gerade auch so ein bisschen das Gewitter wieder auf hier jetzt in den Rockies. Ob wir irgendwo noch einen coolen Spot haben, wo wir noch mal anhalten oder so. Schauen wir mal. Wonderview Avenue fahren wir nicht runter. Aber das alles ist jetzt auch so ein bisschen dem geschuldet, was halt im nächsten Teil dieser Tour ansteht und wir unbedingt noch sehen wollen. Und wir sind ja weiter fleißig dabei, Bundesstaaten zu sammeln, die wir noch nicht besucht haben. Und das machen wir morgen auch, aber ich greife viel zu viel vorweg. Wir sind ja noch beim heutigen Tag. Und ich glaube, wir haben auch noch ein ziemlich interessantes Motel, was wir jetzt... Bruder, also, der eine ist schon über Rot gefahren, aber der zweite dann noch ist echt speziell. Aber ich glaube, wir kriegen auch noch ein bisschen was Spannendes heute zu sehen. Cicadas singing a tune. They got that Ewing blues. Those days are over, but I got you, yeah. We were the restless ones, trying to find a way back home. We were the restless ones, trying to find a way back home.
Es hat auf dem Hinweg ja schon nicht funktioniert, die ganze Tour über funktioniert das nicht gut, aber hier ist es eigentlich verpflichtend, mit langsamen Fahrzeugen ab und an mal in so eine Bucht reinzufahren und alle anderen vorbeizulassen. Wir haben hier ein Wohnmobil, der zieht hier eine Autoschlange bis zum Horizont hinter sich her. Wir sind so in der Mitte inzwischen. Es ist so geil, aber du musst natürlich auch erstmal selber merken, dass du ein langsames Fahrzeug bist. Vielleicht fühlt er sich ja super schnell. Es ist echt super anstrengend. Es ist ja auch normal, dass von mir aus Wohnmobile, Gespanne oder auch LKW nicht schneller durch die Serpentinen kommen. Aber deswegen gibt es ja die Regel, dass du mal zwischendurch auf die Seite fahren sollst. Und wenn du so eine Autoschlange, also wir sehen ja aus hier wie Starlight Express, ey. Also, boah. Peoples, wir sind ja on the run und Interstate ist auch mal wieder am Start, dass man mal ein bisschen fahren kann, auch wenn das ein bisschen schwierig ist teilweise. Kurzer Klo-Stopp noch unterwegs und was ich übrigens auch ziemlich cool finde, ist, dass es einfach ein Fußdingens gibt, um eine Tür aufzumachen und aufzuziehen, damit man seine frisch gewaschenen Hände nicht an den Türgriff machen muss, wo du nicht weißt, wer da vorher die Tür angefasst hat und vielleicht ein kleines Ferkelchen ist. Hier gibt es wieder Phantom Fireworks in Exit 2. Wird hier wieder beworben, obwohl hier weit und breit sonst nichts ist. Und dann fährt man wieder irgendwo hin und dann ist wieder Feuerwerk verboten wegen Waldbrandgefahr oder sonstigem. Und ich habe mir jetzt noch ein Celsius Retro Vibe. Sieht irgendwie nach Miami Vice und GTA treffen aufeinander, also Vice City. Ist ein Energy Drink. Energy Drinks allgemein grundsätzlich mit Verantwortung trinken. Auch wenn ihr über unseren Code RIDE10 mit 10% Rabatt im Holy Shop einkauft und euch dann Energy ordert. Aber das Krasse ist einfach, du schläfst hier bei dem Zeug nie wieder, wenn du das trinkst. Contains 0% Juice, ist schon mal gut. Wenn das schon mal klar ist, dass du keinen Saft zu dir nimmst. Gibt's halt auch bei uns. Und das habe ich mal verglichen. Die bei uns haben deutlich weniger an Koffein und allem anderen als die Dosen in den USA. Das ist halt richtig crazy. Wyoming, irgendwas, Vietnam, Highway. Wir sind gleich in Wyoming wahrscheinlich. Wyoming. Kein N. Wyoming. Wir sind gleich in Wyoming. Ein neuer Bundesstaat wird freigeschaltet für uns. Ja. Leute, wir sind ja in Wyoming. Wir haben irgendwie dieses Signage auf jeden Fall verpasst. Wir haben nur so Büffel auf dem Berg gesehen. Und jetzt gerade an der Seite Freizeitpark, weil ich das jetzt nicht genau definiert habe, das war natürlich eher eine Kirmes, also ein Fairground, bin ich dann direkt die nächste Ausfahrt runter, ist glaube ich sogar die richtige dafür gewesen. Und ja, das Problem ist, das ist hier ein Riesen-Event mit einer Riesen-Arena und Rodeo und allen Pipapo. Und wir konnten keine Achterbahn detektieren und haben dementsprechend da jetzt doch Abstand von genommen, weil du auf jeden Fall einen Windradflügel einfach mal so random hier transportierst tagsüber. Eintritt bezahlst für den Fairground, dann gibt es das nur mit Wristband, für das ganze Event Eintritt bezahlt und da wären wir jetzt Minimum eine halbe Stunde hingelaufen, weil wir nämlich jetzt sehr spät erst hier sind und schon alle da sind und alles zugeparkt ist und sämtliche Straßen sind gesperrt und wir konnten keine Achterbahn sehen. Wir sind ja vorbeigefahren, wir sind ein ganzes Stück dran vorbeigefahren, also gehen wir das jetzt nicht das Risiko ein, irgendwie eine Stunde zu laufen, irgendwas zwischen 60 und $100 zu investieren, um reinzukommen, um nichts zu fahren. Also wenn es so offensichtlich ist. Die hat irgendwie die letzten Male nicht so geschwabbelt, oder? Bin ich irgendwie... Ja, hab ich auch das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob die Straßen hier sind auch ziemlich miserabel. Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht irgendwie falsch dran gemacht habe. Aber das geht ja nicht falsch.
stars fly across the sky into a black night. It makes me wonder as I look in your eyes. Am I falling under your spell? Earth moving beneath my feet, sky falling down on me. I wanna believe in miracles, in things I've never seen. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we've just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Don't lie, if you can feel it then you can't deny. It's all around us if we listen closely. Love is raining, raining all around. Oceans rise and mountains fall. In the end, so will us all. I wanna know the mystery, what's making me fall. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we've just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Is it wishful thinking? Peoples, angekommen nach fast 4 Stunden, das waren mit Strulli-Pausen 4 Stunden. Wir sind jetzt in Lusk, das ist der Ort hier in Wyoming und wir sind im Planwagen Inn. Das ist das Motel. Die haben hier eine große Wiese auch mit so Bänken, die man, also das sind Bänke, aber das sind 2 Stühle mit einem Tisch in der Mitte, die auf einer Seite Rollen haben. Man kann das im Gesamten verschieben. Spielplatz, Indoor-Pool, das komplette Riesending, da ist der Indoor-Pool, Basketball-Court und auch Tesla Supercharger. Und das ist ein richtig geiler Ort, der wieder so filmkulissenmäßig aussieht. Ein paar alte Autowracks, noch ein paar andere Motels und auch eine Restauration, zu der wir jetzt gehen. Aber so klein und verschlafen das hier auch wirkt, ist die Straße ziemlich breit. Aber gut, das sind die ja immer, ne? Da kommen auch wieder Autos gerade aus dem Middle of Nowhere. Krass. Also es ist so ein Ort, wo man immer durch, wenn sich denkt, hier musst du auch eigentlich mal übernachten. Jetzt haben wir es mal geschafft. Haben die jetzt auf? Nee, nur bis 1 Uhr mittags gibt es hier Kaffee. Ah, da ist hier so eine Karren, ey, das ist ja total... Mit Einschusslöchern da vorne aber 2-mal in die Mitte. Ja, krass. Das ist echt freaky. Hier so ein aus dem Baumstamm geschnitzter Bär habe ich eben gesehen. Das ist schon ein paar Stunden her, da hat das jemand vertrieben und gerade eingesprüht mit irgendwas. Es ist schon sehr, sehr
sehr amerikanisch hier, wie man es sich aus so alten Filmen vorstellt, oder? Das ist ein kleines Häuschen. Auch diese Doppeltüren und so. Ja, wir gehen jetzt zu Legends, habe ich gehört. Ja. Eat hier. Legends. Hier. Ja. Essen hier. Los. Geh hier, komm hier essen. Was ist das für ein Laden hier? Das weiß ich nicht. Oh Leute, was soll ich sagen? The Legends sieht sehr cool aus. Von außen cool, von innen noch viel, viel cooler. Die haben Merchandise, haben mich auch irgendwie in den vergangenen Videos schon erzählt, dass irgendwie jeder der Merchandise verkauft. Und ja, haben ein bisschen was zum Trinken bestellt. Übrigens, wenn da Umdrehungen im Getränk sind, dann muss das, also vor allem wenn es draußen ist, ein abgesperrter Bereich sein in den USA. Was kommt denn jetzt? Macht schon. Kommt wieder Sirenen für euer Blaulicht-Content. Und die haben sich ein bisschen über den Schotter erweitert. Hemdsärmlich mit irgendwelchen Sperrmöbeln noch, Stühle, Tische, Bänke, um mehr Fläche zu bieten. Für wahrscheinlich, wenn alle Einwohner dieses Ortes nochmal Freunde zu Besuch haben und alle kommen hier hin. Und dann ist halt einfach ein Kettchen gespannt. Damit ist das Ganze abgesperrt und ein abgesperrter Bereich und dann kann man das Ganze machen. Ich hatte jetzt ein, Hacksteak, aber nicht aus Schwein, sondern aus Rind. Und darüber Champignons, Zwiebeln und Gravy. Und dazu Mashed Potatoes mit Gravy. Ich lieb's. Also Mashed Potatoes und Gravy ist richtig, richtig gut. Und Uschi hatte irgendwie 20 Käsenudeln mit Schinken und weiß ich nicht, oder? Mit Chicken. Mit Chicken. Habe ich Schinken gesagt? Ja. Mit Chicken. Nicht hier essen. Ja, wir trinken noch aus und dann geht's wieder rüber. Wir sehen von hier aus unser Motel. Und es gibt noch ein bisschen was zu tun. Wir sind hier wieder bei Red Review Animal Research und haben ja Sitzplätze hier draußen. Haben wir gar nicht wirklich irgendwie zum Thema gemacht. Man hat es halt gesehen, dass wir so eine Bar haben, wo man alles beobachten kann. Wo wir gerade auch gegessen haben. Total cool. Und da war gerade ein riesen Pferdetransport. Da war eine Sattelzugmaschine vorne dran mit Pferden hinten in Reihe und Glied und dazu noch den ganzen Camping. Das war alles ein Auflieger. Das ist ein ganzer Ponyhof bei uns. Der ist einfach hier mobil. Gegenüber stellen ja auch Leute ihre Fahrzeuge ab. Ob das jetzt so ein Polaris ist, was total wild ist, oder halt ein Toyota Tundra. Und der hat so ein bisschen Insekten gesammelt bei der Fahrt und da kamen jetzt ganz viele Wespen und haben angefangen, das da abzulutschen, die wir vorher auch nicht bei unserem Essen hatten. Und die ein bisschen anders aussehen, als man es gewohnt ist und so lange Hinterläufe gefühlt haben. Also kurz mal uns schlau gemacht. Und das sind Feldwespen. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Feldwespen hier sind, weil hier sind nur Felder oder nix. Und die gehen nie ans menschliche Essen. Selbst sind sehr scheu Menschen gegenüber und selbst wenn die dich stechen würden, tun die Stiche nicht weh. Wie toll, dass die Stiche nicht wirklich ein Problem machen, wenn die Tiere nichts von dir wollen, sondern nur die doofen Tiere mit schmerzhaften Stichen immer am Menschen hängen. Und die sind Insektenjäger und knabbern, wie gesagt, gerade da das Knösel. Also sie sind eher nützlich für den Menschen. Wieder was gelernt. Genau, die essen da gerade. Ja, die essen gerade den Roadkill von der Stoßstange. Es ist auch ein bisschen witzig und ein bisschen eklig, aber die sind da fleißig dran, scheint geil zu sein. Ja, und auch da wieder kannst nichts pauschal sagen, noch nicht mal alle Wespen sind doof. Everybody's got a story, from truth or backroom lie. Word gets around before the sun goes down. Rumors learn how to fly. One wrong word in the whispering game, and the truth don't come out the same. Neighbors started sneaking at the back door. Ooh, that girl was always by you. Hallo Menschen, wir sitzen hier und der Bro arbeitet noch was. Ich arbeite auch, aber nicht so wichtige Sachen wie der Bro. Wir trinken dabei ein Bierchen. Vorhin in der Bar hatten wir Modelo, das ist auch super lecker. Aber ich würde sagen, nicht ganz so leicht wie so ein Light, was es hier halt so gibt. Und wir haben uns ja wieder Coors geholt. Und bei Coors, bei den Flaschen und wie Bro schon gesagt hat, auch bei den Dosen, also bei diesen Aluflaschen, da ist es so, da steht hier auch an der Seite drauf, when the mountain turns blue,
It's as cold as the Rockies. Und hier sieht man so einen Mountain, wenn man hinguckt. Oh, das spiegelt sich jetzt so da. Genau, und der ist halt im warmen Zustand, so wie er jetzt ist, grau, silbrig, fast schon eins mit dem Rest dieser Flasche. Und wenn es kalt ist, ist das tatsächlich so, wie es da auf dem Bild steht, auf der Flasche steht. Es ist einfach blau. Ist das nicht cool? Ich finde das so cool. Findest du es auch cool? Ich finde das so cool wie die Rockies. Die haben wir auch schon gesehen auf der Tour. Und die sind ja wirklich schön. Und stimmt, da war Schnee drauf jetzt heute, ne? Ja, richtig cool. Dann sehen die halt noch mal cooler aus, weil das gehört irgendwie dazu. Das ist ja hier auf der Flasche auch so angedeutet, so dass es halt wie mit Snow. Dann sind sie am beautifulsten, finde ich. Ja, und auch die Schrift hier unten an der Seite, auch das ist dann blau. Und sonst halt nicht. Also, unsere Flaschen sind cold as the Rockies, deswegen gönnen wir uns die jetzt, bevor die warm as the weiß ich, Mount Rushmore werden. Ja. Wie haben wir denn jetzt? 10 nach 8. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir ins Bettchen müssen. Wir sind froh, dass wir diese Nacht, also die letzte Nacht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schlaf gekriegt haben. Das war jetzt irgendwie mal wieder nötig. Ich weiß gar nicht, ob es so viel weniger war die letzten Nächte, aber irgendwie hat man das Gefühl, man hat jetzt noch mal so ein bisschen seinen Akku aufgeladen. Besonders diese Vielfahrerei, das ist halt auch anstrengend, vor allem für den Fahrer. Ne? Hoch concentrated die ganze Zeit, auch wenn es nur geradeaus geht. Du kannst halt nicht einfach sagen, ja, weißt du was, ich gucke jetzt einfach mal nicht hin. Ne? Ja. Und auch während der Fahrt haben wir auch nochmal unsere Birnen angestrengt, weil wir etwas aushacken. Hacken wir etwas aus? Wir haben es schon ausgehackt, jetzt setze ich das um. Ausgehackt haben wir es schon, ja. Jetzt wird es umgesetzt, genau. Und da kann man halt die langen Fahrstrecken gut für nutzen. Aber was mehr dazu? Später auf dieser Tour. The Wildest Tour in the Wilderness. Hört ihr das? Es hört jetzt auf und da das wieder aufhört und jetzt gleich sofort wieder anfängt, macht das einen wahnsinnig. Es ist auch super laut. Es ist die Klimaanlage des Honda Accord, der jetzt, um mit Leuten zu labern, von seinem Parkplatz vor seiner Tür weggefahren ist, weil die Leute, die da stehen, sie sehen auch aus wie aus dem Film. Weißt du, die landen in irgendeiner Bude, wo die dann abgemurkst werden, laden ihren Tesla gerade. Und die sahen aus, die wollten auch gerade weggehen und dann haben die gefragt, ob die irgendwie einen Ride brauchen und irgendwo gefahren werden müssen, weil 2 Minuten Fußweg sind jetzt, er fährt zu viel, aber jetzt haben wir 10 Minuten seine Klimaanlage uns anhören dürfen und jetzt gehen sie auch endlich. Die sehen beide aber auch aus wie ein Paar, was wir kennen. Ja. Das ist ziemlich ulkig. Und der fährt auch Tesla. Was ist das denn? Hast du den Aufkleber gesehen? McFask. Anstatt Verschmatz. Ich hab's mir eben noch gewünscht. Jetzt kommt ja einer. So, ich mache das Ganze jetzt nochmal, weil ich glaube, ich habe nicht gedrückt oder ich habe zu früh zu Ende gedrückt. Der Vlog exportiert. Bros mit der Klimaanlage dran. Und wir gehen jetzt ins Bett. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Nachti. Oh, cool.